Also ich bin der Marian. Ich bin auch schon ein langes Mitglied der Ostblock MV-Gruppe. Habe vorher ein bisschen andere Hobbys gehabt. Habe angefangen mit meinem FR2-Roller. Danach habe ich viel Stocker gemacht und bin dann schlussendlich mal zu den Schätzchen gekommen. Den habe ich jetzt seit 3 Jahren. Habe ein paar Umbauten vorgenommen schon. Kiefer gelegt, die Reifen drauf, die Sonnenschüte ran. Ja, sonst der Lack an sich ist komplett original. Ist nichts dran geändert worden. Ja, da wird noch viel Zeit und natürlich auch Geld investiert werden. Das kommt eben halt nach meinen ganzen Vorstellungen. Hier habe ich gerade einen Motor rausgebaut jetzt über den Winter. Alles ein bisschen sauber machen, schick machen. Dazu kommt noch runde Stoßstangen, vorne, hinten, alles in Arbeit. Von der Tieferlegung her ist da kein Luftfahrwerk, kein Hydraulikfahrwerk, nichts drin. Ich fahre so, wie er jetzt hier dasteht. Natürlich, wenn der Motor drin ist, ist er vielleicht noch Zentimeter tiefer, sage ich mal. Ja, lackmäßig will ich ihn gar nicht großartig verändern. 1, 2 kleine Stellen ausbessern und der Rest soll eigentlich so ein bisschen Patina bleiben. Es gibt immer die kleinen Ecken und Kanten, die man noch verändern möchte daran natürlich. Ein Spiegel, andere Türengriffe noch ran. Gummis noch ein bisschen ändern, alle sind ein paar neuere und ja, man muss eben halt auch alles ein bisschen finden, zusammensuchen und das ist eben halt auch das Spannende an das ganze Hobby und dass man so eine große Gruppe ist wie Ostblock MV, wo sich alle gegenseitig so ein bisschen helfen können und der eine weiß über den anderen, wo er was holen kann und das macht irgendwo schon mega Spaß. Früher, wo wir angefangen haben, hätten wir natürlich auch nie gedacht, dass dieses Hobby mal so groß werden könnte und vor allen Dingen, dass da so viele Leute mitmachen, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich sind da auch mal so die kleineren Gruppen drin. So wie ich mache ganz viel mit Robert zusammen, mit Rico, mit Marcel, mit Tom Kasten, alle anderen natürlich auch, Blume, Stoffi, sind alle mit dabei. Ja? Und ist schon irgendwo manchmal auch so, wir haben uns neulich gerade getroffen mal zum Grillen, da macht natürlich auch mega Spaß, denn wenn man dann darüber erzählen kann, wie der eine das gebaut hat, wie der andere das gebaut hat. Ja, so lernt der eine oder andere natürlich mit und der eine und der andere entdeckt dann nochmal was, wo man nochmal was Neues machen kann. Ansonsten keine Umbauten, Motor, Getriebe, die sind eben halt alle für die Straße auch zulässig, ne, wo man sagt, ist für den Motor ein bisschen schonender, macht man einen längeren 4. Gang rein. Ja. Wir haben da schon unsere Technik, wo wir sehr viel auf der Straße mitfahren können, was sehr viel durchhält, nicht so wie früher, wo man sagt, ich muss noch einen 2. Motor mit reinlegen. Wo das Auto direkt zu sehen ist, kann ich noch nicht genau sagen, weil das kommt bei mir eher spontan vom Job her, da ich nicht überall immer gleich bin. Und zu sehen werde ich auf jeden Fall irgendwo sein. Ich versuche natürlich so viele Treffen wie möglich mitzunehmen, weil es eben halt auch hobbymäßig so ist. Und am meisten würde es mir natürlich Spaß machen, wenn alle mitkommen, unsere ganze Gruppe. Dann kann man über das eine oder das andere natürlich gut philosophieren drüber. Also so wie Kuka zum Beispiel, der fährt ja bestimmt auf ganz vielen Treffen, auch mit seinen Felgen auszustellen. Und ich denke mal, da wird man das eine oder andere Mal mit bei sein. Ja, bedanken würde ich mich natürlich bei dem ganzen Ostblock MV-Team. Natürlich auch bei Robert, Rico, Marcel, die einmal, wenn man mal schnell was haben möchte, auch zur Seite stehen. Der Motor ist saisonmäßig, wird er auf jeden Fall rechtzeitig drin sein, da ich auch Alternativen habe. Ich habe gute Alternativen, die ich jetzt hier 3 Motoren auf jeden Fall, die ich jetzt mal schnell einbauen könnte und dann losfahren könnte. Also das würde sofort gehen. Den Motor ist speziell, will ich direkt nochmal auseinandernehmen, sauber machen, zerlegen, neu abdichten und dann wieder vernünftig einbauen, einstellen und kultiviert damit fahren.
Ja, hallo, ich bin Rico. Ja, bin 28 und auch einer von Ostblock MV. Ich zeige euch heute meinen S51 umgebaut. Lange Arbeit, über 2 Jahre habe ich daran gebaut. Das ist das Ergebnis jetzt. Viele Sachen umgebaut, angefangen mit den Federn, Motor von ZT-Tuning, Auspuffanlage von ZT-Tuning, Bremsscheiben vorne, hinten anfertigen lassen. Ja, Kanzel, eine andere, Lack durch Robert, meinen guten Kumpel, sehr günstig rangekommen. Ist nicht von der Stange, sag ich mal so. Hat nicht jeder. Das Heck wurde mir gebaut, auch vom guten Kumpel Marcel. Habe mich sehr darüber gefreut. Haufen Arbeit gewesen. Motor ist jetzt von ZT-Tuning, ein 110 Kubik, 4-Kanal drin. Haben heute gerade gemessen. 17 PS auf dem Leistungsprüfstand. Macht schon Spaß. Für Showzwecken ist das schon gut. Weiterhin habe ich Schnellgasgriff, meine Blinker. Wir haben uns immer gefragt, was machen wir mit dem Blinker? Original, sieht scheiße aus. Kleine, ja. Dann habe ich sowas im Internet gefunden. Blinker, hat nicht jeder, gerade an der Simson. Sitzbank, auch eine Sonderanfertigung. An den Fisch in Fachkreisen haben wir umgebaut, umgeschweißt, auch mit Kumpels von Ostblock. Viele Augen sehen mehr als 2, sage ich mal so immer. Viele andere Ideen kommen mit zu. E-Anlage habe ich komplett alleine gemacht, habe ich mehrere Tage dran gesessen, weil ich auch eine andere Blinkerarmatur fahre, alles auf einer Seite. Weiterhin wird das ein neuer Motor, habe ich schon mal gefahren. Ein 160 Kubiker, soll jetzt nachher wieder fahrbereit gemacht werden. Braucht noch eine neue Kurbelwelle, die ist mir damals kaputt gegangen. Soll dann in einen Simson Duo, was ich jetzt in den nächsten Jahren anfange, 2020 habe ich mir das Ziel gesetzt, den so fertig zu kriegen. Zwischendurch mache ich für Kumpels eine originale Schwalbe. Der hatte mich gefragt, ob ich das machen würde. Habe ihm zugesagt, geht sehr gut voran. Hoffe, dass ich ihn begeistert kriege und dass ihm das dann auch so gefällt. In den Seitennägel ist noch was nicht jugendfrei ist, was jetzt nicht so gezeigt werden muss. Ein Airbrush gemacht worden, kam eine dumme Idee und wurde dann umgesetzt von dem Lackierer. Trabant habe ich auch noch mit meinem Vater zusammen oder meinen Eltern besser gesagt. Der ist aber original. Ich baue lieber Mopeds um. Und Trabant original, so wie sich das in der DDR-Zeit gehört hat. So ist der auch aufgebaut. Ja, bedanken möchte ich mich erstmal bei meinen Ostblock-Freunden, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Freundin, die sehr viel Verständnis hierfür zeigt. Meine Eltern. Ich versuche immer zu Simson-Events zu fahren, dass das Ding auch ausgestellt wird und zu präsentieren. Ja, ich versuche auf jeden Fall überall auf Treffen und so, dass das Moped aufsteht. Dieses Jahr bin ich auf jeden Fall Desico soll wieder sein und mal gucken, was Robert so rausgesucht hat. Ich bin Maria, bin 27 Jahre alt und das hier ist mein Wartburg. Kurze Geschichte zu dem Auto. Ich wollte es gar nicht haben. Ich wollte das Auto wirklich gar nicht haben. Also ich war von Anfang an dagegen gewesen. Als Robert die Idee hatte, einen Wartburg zu Hause anzuschleppen, das war gar nicht meins. Also als ich das dann noch zu Hause gesehen habe, mit den zerkratzten Lack und ich weiß nicht, Auto hoch wie ein Bus, das war irgendwie so alles ganz anders, wie ich das so von ihm kannte. Und dann stand das auf einmal da und ich dachte so, nee, damit kannst du überhaupt nichts anfangen. Und irgendwann war es dann soweit, dann hat er angefangen, das Auto fertig zu machen. Mich hat das derweil eigentlich auch gar nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, ich dachte nur so, die Zeit, die dabei drauf geht und hier schon wieder das machen und da kommt wieder ein Paket an und hier wieder was bestellt, da was bestellt und naja. Jedenfalls war er dann irgendwann mal damit fertig gewesen, so schätzungsweise nach dem Winter.
Ja, und irgendwie hat mir das dann doch gefallen. Also ich habe mich dann reingesetzt, bin gefahren und habe dann festgestellt, irgendwie kann ich damit besser fahren als mit dem Trabi. War auch irgendwie gemütlicher. Also es war irgendwie so, war halt anders gewesen. Und dann dachte ich, okay, gibst du dem Auto mal eine Chance, fährst du mal mit, machst du einen Familienausflug. Und irgendwie war das total schön gewesen, auch mit meiner Tochter damit, einfach mal eine Runde zu drehen. Das war irgendwie so, ja, es war irgendwie so mit Leichtigkeit, es war irgendwie schön. Und seitdem ist das Auto da und ja, jetzt will ich es auch nicht mehr hergeben. Deswegen sage ich ja, dass das meins ist. Ja, moin, ich bin John, bin 22 Jahre alt und somit einer der jüngeren Mitglieder von Ostblock MV. Und heute möchte ich ein bisschen was zu meiner Schwalbe erzählen, zu Lolita. Das ist eine KR 51-2, die ein bisschen modifiziert wurde. Sie hat ein gecleante Blechteile, eine Scheibenbremse vorne, eine Tieferlegung, eine kurze Sitzbank, SR2-Rücklicht, Ochsenaugenblinker, die passenden Armaturen zu der Scheibenbremse, ja, ein Vespa-Lampen schön, ein Nierenspiegel, Motor ist ein 60 Kubik Vierkanal, weil das Ding eigentlich immer so fahrbar sein soll auf der Straße, auch wenn es gerade nicht so aussieht auf dem Podest, wird dann einfach rausgeschoben aus der Garage und wird auch mal gefahren. Ja, wie bin ich zu dem Moped gekommen? 2014 bin ich durch einen Tipp ein paar Dörfer weitergefahren, in die Nähe von Triebsees. Da hat eine Studentin irgendwie ein Moped geerbt, ich weiß es gar nicht mehr so genau, und die wollte das Ding einfach nur loswerden. Ja, dann bin ich da hingefahren, das dann komplett eingemüllt, hinten im Schuppen, dreckig wie Sau. Und dann habe ich das Ding, so wie es ist, mitgenommen. Gleich den Abend haben wir alles auseinandergebaut, geguckt, was ist zu gebrauchen, was ist nicht zu gebrauchen. Im Endeffekt haben wir festgestellt, es muss eigentlich so gut wie alles neu. Und dann habe ich mir nach und nach einen Plan gemacht, was ich dann eigentlich vorhabe. Als erstes sind die Blechteile zum Clean gegangen. Dadurch ist jetzt diese Sicke, die auf dem Kotflügel und auf dem Panzer drauf sind, verschwunden. Die Hupe ist gecleant, oben das Parklicht ist weg, das Sensorzeichen ist weg, der Gepäckträger hinten fehlt, alles auseinandergebaut, zum Lackierer meines Vertrauens gebracht. Das ist mein Opa. Der hat eine eigene Lackiererei. Und so war das auch, ich sag jetzt mal, das war auch ganz gut, dass das alles so ist. Da profitieren wir alle immer etwas von. Ja, habe ihm gesagt, wo meine Fahrtrichtung so ungefähr hingeht, weil ich habe mich einmal bei Nobels Schwalbe in der Fahrtrichtung habe ich mich eigentlich festgeguckt und deswegen sollte sie eigentlich mal matt werden, weil ich sowas in der Richtung ungefähr wollte. Ja, habe gesagt, dass ich gerne matt hätte, habe sie dann am Ende so gesehen. War gar nicht der Plan, ist aber gut geworden meiner Meinung nach. Also ich finde es richtig gut. Felgenfarbe habe ich da auch Opa die Wahl lassen, wenn ich ehrlich bin. Dadurch, dass er Lackierer ist, kommt er zu viel mehr Farben jeden Tag, weiß, was zusammenpasst farblich. Und habe zu ihm gesagt, ich sag, guck dir mal die Farbe an, was hättest du da für einen Plan? Er hat mir so richtig gar nicht gesagt, was er denn eigentlich für einen Plan hat, sondern ich bin später einfach mal zu ihm gekommen und dann hat er gesagt, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Und dann habe ich die gesehen. Erst wusste ich gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aber nachher, gerade als wir angefangen haben, die zusammenzubauen und das Vorderrad reingesteckt haben, da haben wir schon gesehen, oder habe ich schon gesehen, dass das eigentlich ziemlich gut zusammenpasst. Ja, ich war schon auf mehreren Treffen. 2016 war ich beim inneren Blumenpflücken in Berlin, habe die Schwalbe da ausgestellt. Waren wir letztes Jahr, da fahren wir dieses Jahr wieder hin. Vielleicht will ich sie mitnehmen, Bewerbung ist raus. Aber mal sehen, was daraus wird. Mehreren Motorradtreffen war ich sogar auch schon, so wie in Malchin. Da habe ich nur durch einen Bekannten mitgekriegt, dass da auch
Mopeds bewertet werden. Da habe ich sie dann einfach mal mit hingenommen, habe sie da hingestellt und man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele Motorradfahrer darüber verblüfft waren, was man alles so aus dem Moped machen kann. Ja, ich habe dann den ersten Platz gemacht da in der Kategorie Schwalbe. Dann habe ich bei Facebook mal teilgenommen an der Veranstaltung Geilste Karren Mecklenburg-Vorpommerns. Da war eigentlich so richtig gar nicht der Plan damit zu machen. Ich habe gedacht, ja, da bewerben sich nur Autos, habe immer gesehen, was sie hochgeladen haben. Habe so gedacht, eigentlich müsste man sich mal mit was Ausgefallenem da bewerben. Und dann habe ich einfach mal die Schwalbe hingeschickt. Das wurde nachher bewertet, also über Abstimmungsverfahren. Und die Schwalbe hat mir da zufälligerweise zwischen den ganzen Autos den ersten Platz gemacht. Und dann kam eine Redakteurin von der Ostsee-Zeitung und hat ein Interview mit mir gemacht, wie ich denn dazu gekommen bin und so weiter. Und da habe ich dann alles mitgeteilt. Ja, das Witzige eigentlich an der ganzen Sache ist, wenn man mit dem Moped fährt und es irgendwo abstellt, so die Männerbrigade, die sagt, ja, ist okay, tiefer gelegt, ganz cool. Manche begeistern sich da richtig für, aber ich finde, oder wie ich es mitgekriegt habe, eher sind die Frauen da. Die sagen, oh, guck mal die Farbe, die habe ich ja auf den Fingernägeln und so fängt das immer an. So, auf jeden Fall möchte ich noch ein paar Danksagungen loswerden, ohne die das natürlich nicht möglich wäre. Ich sag mal, allen voran ist da mein Opa, der mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Und dadurch, dass er diese Firma hat, ist das alles gut gelaufen, weil ich das Moped zu Leerzeiten aufgebaut habe. Und da wäre das alles gar nicht so möglich gewesen, gerade lackierungsmäßig. Da steckt extrem viel Arbeit drin. Dadurch, dass es gecleant ist, musste das alles weggespachtelt werden und noch gefüllert und wieder geschliffen und wieder gespachtelt. Und so hat sich das Ganze dann eigentlich ganz schön hingezogen. Das ist wirklich, der unterstützt mich wirklich bei allem, wo er kann. Dann möchte ich, ja, könnte man jetzt bei allen anfangen, alle Ostblock MV-Mitglieder, Robert Nobel hat gerade den Motor neu gemacht. Steht mir immer zur Seite, wenn ich irgendwas habe. Robert ebenso. Ja, Blume kann immer was Metallisches für uns machen. Auch eine gute Sache. Mein Kumpel Basti, der durch sein riesiges Teilelager viel geholfen hat, was Teile anging oder wenn es um den Zusammenbau ging. Der kam immer vorbei und hat mir immer geholfen. Und so ist das eigentlich alles relativ schnell gegangen. Ja, man könnte es ewig ausweiten. Basti, sein Vater, hat das Podest gebaut, aus Holz, weil ich eigentlich den Plan habe, mir das Ding irgendwann mal ins Wohnzimmer zu stellen. Das ist eigentlich, wenn man das irgendwelchen Leuten erzählt, die denken, man ist bekloppt, aber es ist einfach, ich habe es in meiner Jugendzeit gebaut, so als ich in der Lehre war, und es wird immer mein Jugendmoped bleiben. Und das ist irgendwie, ja, eigentlich ist es so mein fahrender Traum. Ich komme jedes Mal hier rein, gucke mir das Ding an, hab ein Lächeln im Gesicht. Ich weiß nicht, ich könnte mich da auch 2 Stunden vorsetzen und die einfach nur angucken. Und deswegen habe ich mich auch tätowieren lassen mit der Schwalbe. Ich habe einen Tätowierer gesucht, ich habe lange mir Tätowierungen angeguckt, bis ich irgendwann mal einen Tätowierer gefunden habe, wo ich gesagt habe, ja, so den Style, den er macht, das würde ich ganz gut finden. Dann bin ich zu Markus gekommen, von den Tattoo-Rolex aus Warnemünde. Hab ihm das so erzählt, was ich denn alles so vorhab, und der hat gesagt, richtig geil. Der teilt nämlich das gleiche Hobby wie wir, fährt auch Mopeds, baut, macht und tut, und hat gesagt, er würde gerne, oder er wollte schon immer mal eine Schwalbe tätowieren. Da habe ich gesagt, ja, da hast du den richtigen hier. Da haben wir uns hingesetzt, er hat gezeichnet, hat gemalt, hat gemacht und getan, und bis ich irgendwann dann zufrieden war, und dann haben wir das so gemacht. Dann haben wir die Tätowierung bekommen. Ja, den Ostblock MV-Schriftzug habe ich mir da oben drüber setzen lassen, weil irgendwie das, was wir zusammen machen, ist irgendwo eine Gemeinschaft. Das ist eigentlich eine total geile Sache, die es, denke ich mal, in dieser Szene nicht so oft gibt. Ja.